Gott spricht zu dir und zu mir. Hast du schon einmal Gottes Stimme gehört? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn er dich führt? Wenn nicht, dann ist das für dich. Doch auch wenn du dich schon auskennst und keinen Gottesdienst verpennst, freue ich mich, wenn du weiterliest und genießt, wie ich Zeugnis gebe über das, was ich mit Gott erlebe. In der Bibel wird immer wieder geschrieben und beschrieben, dass Gott zu seinem Volk spricht. Gott ist ein sprechender Gott. Oft werde ich gefragt, spricht Gott heute wirklich noch? Ja, natürlich. Denn es steht geschrieben, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Es gibt keinen Grund für ihn, heute zu schweigen, vor allem in diesen seltsamen Zeiten. Ich möchte dir meine Erfahrung weitergeben, wie ich es erlebe, mit einem liebenden Gott zu reden. Gott fühlen. Ja, du kannst Gott fühlen. Und gleich wirst du erkennen, dass du ihn schon oft gefühlt hast. Denn die moderne Welt nennt es Bauchgefühl oder Intuition. Je nachdem, wie sich eine Sache gut oder schlecht anfühlt, entscheiden die meisten Menschen über ihr Bauchgefühl. Hintergehen sie es jedoch, beklagen sie sich oft. Hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. Den Satz, ich hatte das Gefühl, ich sollte dich anrufen. Dein Anruf kam zur rechten Zeit. Habe ich schon des Öfteren gehört. Und du bestimmt auch. Gott spricht durch Menschen. Kennst du das Gefühl, wie jemand mit dir spricht und du einen Tunnelblick bekommst? Alles herum verstummt und diese gesprochenen Worte gezielt in dein Herz versinken? Ich erzählte einer lieben Bekannten von einem Wunsch, irgendwann mal ins Ausland zu gehen. Ich glaubte, dass ich in einem anderen Land mehr gebraucht werde als im eigenen. Als wir uns dann verabschiedeten, sagte sie zu mir, Steffi, du musst nicht in ein anderes Land gehen. Du wirst hier gebraucht, mehr als du denkst. Ich sah förmlich ihre Worte aus ihrem Mund zu mir fliegen. Danach fragte ich sie aufgeregt, kamen diese Worte direkt aus deinem Herzen? Ohne zu überlegen? Ja, so war es. Somit wusste ich, dass Gott aus ihr sprach. Gott spricht durch Träume. In der Bibel spricht Gott oft über Träume zu seinen Menschen. Zum Beispiel bekommt Josef in seinem Traum die Bestätigung von Marias Schwangerschaft. Und auch heute noch kommuniziert Gott durch Träume. Jesus sprach durch einen Traum zu meiner Nichte, dass er immer bei ihr sein wird. Meine Freundin träumte von Jesus, der auf der Treppe stand und ihr die Hand reichte. Durch einen sehr gefühlvollen Traum zeigte Gott einer anderen Freundin, dass sie sich bei ihrem alten Freund melden sollte, der gerade durch eine schwere Zeit ging. Gott spricht durch Medien. Ist es dir auch schon einmal vorgekommen, dass du ständig das gleiche Lied hörst oder das gleiche Wort? Ich habe momentan einen Lieblingssong, Waymaker. Gefühlt 100 Mal habe ich dieses Lied schon gehört und laut mitgesungen. Doch das eine Mal war besonders. Ich sang das Lied wie gewohnt laut mit, bis ich zu der Textstelle kam. Even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. Übersetzt, auch wenn ich es nicht sehe, du arbeitest. Auch wenn ich es nicht fühle, du arbeitest. Du hörst niemals auf, daran zu arbeiten. Plötzlich erinnerte ich mich an ein großes Gebetsanliegen, das ich schon seit Jahren bete. Und ich spürte so stark, dass Gott zu meinem Herzen sprach, dass er daran arbeitet und nicht aufhört, daran zu arbeiten. Mein Herz wurde von seiner Liebe umarmt und mir rannen die Tränen über mein Gesicht. In der Bibel spricht Gott sehr oft zu seinem Volk. Aber wie sollst du ihn in dieser lauten Welt
verstehen oder gar sehen. Nimm dir die Zeit, Gott zu hören und nicht nur zum Beten und zum Reden, denn dann wirst du erleben, wie Gott zu dir sprechen wird. Doch sei nicht verwirrt, wenn es lauter ist, als du denkst, denn seine Freude ist groß, wenn du ihm Zeit mit dir schenkst.